Hey Leute, es gibt sicherlich noch ganz viele Endings, aber wir werden eine spezifische Sache jetzt nochmal probieren, die wir in diesem Anleitungsraum in der letzten Folge gesehen haben. Und zwar möchte ich disobeyen. Nein, Moment, wo war das? Ich werde disobeyen, genau. Ich musste mich gerade mal erinnern. Da war auch irgendwie, je nachdem, wie man irgendwo eintritt, sind verschiedene Wege offen. Das ist aber nicht das, was ich jetzt probieren möchte. Yes. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Es ist wirklich sehr schön hier. Ich finde es immer noch. Drinking it all in. Irgendwie war auf einer der Karten abgezeichnet, dass es hier einen Lüftungsschacht gibt, mit dem wir was machen können. Aber das sieht jetzt für mich nicht nach einem Lüftungsschacht aus. Egal. Wir wollen zum Telefon. Wir wollen zum Telefon und wollen nicht rangehen. Das führt nämlich zu einem anderen Ende, habe ich gelernt. Waren wir da hinten überall, als ich da lang gegangen bin? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Ja, ich weiß das. Da ist ein Zahlenschloss oder so ein Kartenschloss noch an der Tür. Ja, ich weiß. Nein, bringt ja auch nichts. Ja, bei ihr waren wir schon zu Hause, da will ich nicht nochmal hin, bitte. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. Nein. Ich will sie gar nicht zurück in meinem Leben. Sie war nämlich sehr unheimlich. Wow, das hätte mich fast wieder geschockt. If you can truly place your faith in another. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? Yeah. You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Ja, ich habe das Ende schon gesehen. Du kannst mich nicht verarschen. Somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? Was denn? You're not Stanley. Oh. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. Yeah. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Nein, well, ich habe das schon verstanden. Risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Okay. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack."
Das macht Sinn, finde ich. Übung. Oh Gott, was muss ich jetzt machen? Hallo, liebe linke Seite. Excellent. Making choices on a regular basis is the best path to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Okay. Do you make more than 8? Ja, ich denke schon. Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. Wer and sagt the das? feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Okay, okay. Welcome back. You may have noticed Moment. that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have Das been. sieht sehr hübsch aus This hier, way, finde ich. please. Guck mal. Okay. Okay, ich lerne jetzt, was ich besser entschieden hätte. Was steht da? Please. Please begin begging. Please. Okay. More charts. Das ist sehr merkwürdig. Okay. Okay, pass auf. Wo soll ich hingehen? Hier hin? Da ist jetzt ein Zaun drum. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Okay. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. Wer würde sich denn hier That runterstürzen? story would make no sense at all. Eben. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Ja, Realität ist doof. Ich bin aber auch kein wirklich realer Typ, ne? Okay, ich darf hier nicht runterspringen. Nach wie vor nicht. Ich bin ja mehr so unwirklich, verstehst du? Diese Kartenschlitze in den Türen. Ja? Kann ich hier lang? Oder kann ich wieder zurückfahren? Ich möchte gerne zurückfahren. Darf ich das? Nein, scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück. Wir haben auf jeden Fall... Danke fürs Türöffnen. Hallo, guten Tag. Hallo? Ja, hallo? Stanley, mein Name? Hallo? Jemand zu Hause? Ist ja wie auf dem Arbeitsamt hier. Muss ich jetzt was machen? Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Okay, ist es so einfach? Darf ich die Entscheidung jetzt nochmal treffen? Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Das ist ja wieder komplett neu. So, wir gehen hier Now rein. remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means Okay. choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Okay. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Natürlich gehen wir durch die linke Tür. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Das sieht sehr strange aus. Okay, okay. Wir können das alles wieder gut machen. Es sieht nicht anders aus. Schade. Ich hatte gedacht, ich kann jetzt hier noch irgendwas bewirken. Oder habe ich vielleicht schon alles kaputt gemacht? Kann das sein? Zurück kann ich nicht. Dann kann ich ja eigentlich nur links gehen, oder? Was passiert, wenn ich nochmal da reingehe jetzt? Okay, gar nichts. Dann gehen wir mal auf die andere Seite rein. Vielleicht ist alles gut. Die Tür bleibt offen. Sie schließt sich nicht. Ich würde gerne wieder in meine Besenkammer gehen. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed Jetzt to geht do? ab. Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge.
I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? Nein. Ich möchte weitermachen. I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. Nein. Down. I have to. Es ist doch alles gut. Oh. Das war fantastisch. Was war das? Oh, I'm here. I'm still here. Whoa. Here in this pile of rubbish. With you. You. Jetzt wird's who thought you were creepy. so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? Nein, ich will nicht wie Stanley sein. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. Ich kann hier nicht That durch. thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a Nein, world tatsächlich outside of nicht. you. You're a child. Gar nicht. Wenn ich das wäre, hätte ich dir vielleicht gehorcht, oder auch nicht. My story. If you'd just gone through the door on the left, you'd have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. Das wäre cool It would have gewesen, been ja. so perfect. Ich finde I auch. worked so hard on it. I tried so hard. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Nein, All right. aber When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. gute Idee. Natürlich gehen wir durch die linke Tür. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. Ich glaube, That means ich habe das Spiel choosing kaputt gemacht. responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Natürlich gehen wir durch die linke Tür. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Ich glaube, wir müssen durch die linke. Oder vielleicht alle guten Dinge sind vielleicht 3? Kann das sein? Dann gehen wir noch einmal durch die linke, natürlich durch die linke Tür. So, jetzt pass auf. Wir schaffen das. Gleich haben wir es geschafft. Natürlich gehen wir durch die linke Tür. No! Why did you do that? Quickly. Ich muss hier... Okay, jetzt gehen wir durch die richtige linke Tür. Hier ist ein Fliegevieh drin, das macht mich nervös. Following the leader. Ich kann hier gar nicht springen. Das ist so schade, wenn die Leertaste so nutzlos ist. So, sind wir jetzt in der richtigen Story oder habe ich tatsächlich irgendwas grundlegend kaputt gemacht? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Im Boss-Office ist bestimmt noch auch irgendwas, was ich anders machen kann. Oh, der Besenschrank ist zu. Nein. Ich möchte, dass der Besenschrank offen ist. Was war eigentlich... Was? Hier war eine Treppe runter. Wo sind meine Entscheidungen? Ich will böse sein. Bitte. Bitte. Hallo? Jemand zu Hause? Kann ich jetzt durch die Tür da? Ich kann bestimmt irgendwie durch diese Tür. Ich weiß nur nicht wie. Okay, wir gucken, wo uns das hinführt. Da ist, guck mal, das sieht aus, als wäre da ein X oder ein Zeichen drauf. Illuminati oder so? Sekretärin ist auch nicht am Start. Was ist das denn? Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human. Du Scheiße, wie krank ist das denn? Unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out.
Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Nachthai 11 irgendwas. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Nachthai 115. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Ja, ich bin dabei. Guck mal, hier ist eine Geheimtür dahinter. Das sehe ich. Pass auf, das kann ich schieben. Nee, doch nicht. Okay, fine. You're not Doch, gonna do doch, it. ich will. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing. Hätte ich's tippen müssen? Respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows Warte. what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? Tippen geht You had auch a nicht. choice, you know. You could have gone through the door on the right. Nein, ich wollte You could nicht. have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. Ich hab... Ach du liebe Scheiße. When Stanley came to the set of two open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Ist das krass? Stanley, please. Also so ein Spiel habe ich echt noch nie erlebt. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Aber... Can you hear me? Hallo? Is everything all right? Was ist das hier? Ich bin so verwirrt. Stanley, this is Und important. traurig. Und... Oh, Credits? The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot Kevin be Brighting, without you. super Do you Typ. understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever Das ist das you erste do. Ende I simply need you to take mit that Credits. step forward, please. Choose. Please Do choose. something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story. Bin ich jetzt Gott? Beobachte ich alles von oben? Ich bin ein guter Gott, glaube ich. Are you there? You listening to this, Stanley? Are you there? Stanley, ich bin hier. Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. Ja. That's all right. Oh Gott, jetzt wird er traurig. Decide what's the right thing to do. Ich bin jetzt auch traurig. Take as much time as you need. Ich bin jetzt traurig. Stanley. Oh. Ja, cool. Das war das erste Ende mit Credits. Ich glaube, das war ein gutes Ende. Vielleicht nicht. Wir waren als Überwesen über dem Raum und haben uns selbst beobachtet, wie wir nicht das getan haben, was der Erzähler gemacht hat, der dann ganz traurig geworden ist. Macht mich jetzt auch irgendwie traurig. So ein richtig fröhliches Ende hatten wir noch nicht. Aber das soll es erstmal gewesen sein mit der Stanley Parable. Wenn ihr noch Enden habt, Dinge, die ich tun und probieren kann, die mich auf andere Wege führen, dann sagt mir bitte Bescheid, schreibt es in die Kommentare, vielleicht machen wir da noch eine Runde. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, das Spielchen hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und bis dahin, macht's gut. Tschüssi.